Hallo zusammen. Das erste, was ich machen werde, um diese Gleichung zu lösen, ist, dass ich einen gemeinsamen Nenner finden möchte zwischen diesen zwei Brüchen. Und wenn ich die Zahlen 4 und 5 anschaue, dann kommt mir als gemeinsamer Nenner 20 in den Sinn. Also ich versuche hier mit 20 und also 5 mal 4 ist 20, das heißt, ich muss auch mit 4 multiplizieren im Zähler. Also 8 mal 4, das ist 32x da. Dann minus, und hier wieder 20 im Nenner. Und das heißt, 4 mal 5 ist 20. Das heißt, ich muss mit 5 multiplizieren im Zähler. Okay, also 5 und dann 12x minus 3. Okay, gleich 3x minus 2. Gut, jetzt möchte ich gern die Brüche hier aufheben. Und das mache ich, indem ich mit 20 multipliziere. Okay, also 32x minus und dann 5 mal 12x minus 3. Und auf der anderen Seite muss ich auch mit 20 multiplizieren, also 20 mal 3x, das ist 60x. Dann minus 2 mal 20, das ist minus 40. Okay, jetzt möchte ich gern das hier ein bisschen vereinfachen. 32x und dann minus, und dann steht hier 5 mal 12, das ist 60, also minus 60x, und dann minus 5 mal minus 3, das gibt plus 15. Dann gleich 60x minus 40. Okay, ich kann es nochmals vereinfachen, also 32x minus 60x, das gibt minus 28x und dann wieder plus 15 gleich 60x minus 40. Und jetzt möchte ich gern die x auf eine Seite isolieren. Also, ich wähle hier plus 28x. Und das heißt, wir haben hier 15 gleich und dann hier 60x plus 28x, das gibt 88x und dann minus 40. Und jetzt werde ich mit 40 addieren. Okay. 40 addieren, das heißt, ich habe hier 15 plus 40, das gibt 55. Und hier, da verschwindet 40. Und dann habe ich hier 88x. Jetzt steht 88x durch, oder 88x gleich 55. Jetzt, um x alleine zu haben, muss ich hier mit 88 dividieren. Also das mache ich dann. Division hier. Okay, also das heißt, so. Und ja, weil 55 kleiner als 88 ist, habe ich hier ein 0. Und 0 mal 88 gibt auch 0. Das heißt, ich habe einen Rest von 55.
Jetzt setze ich hier ein Komma und kann dann ein 0 hinzufügen. Und ja, jetzt muss ich herausfinden, wie viel Mal es geht. Also 2 Mal, das macht 176. Dann 4 Mal macht 352, das wäre 4 Mal. Und 6 Mal macht 528. Also es geht eigentlich 6 Mal. Okay, also 6 Mal und dann 6 mal 88, das ist 528 und dann gibt es einen Rest von 22 und ich füge dann wieder ein 0 dazu, das heißt 22 durch 88, das geht genau 2 Mal. Okay, also 2 Mal und 2 mal 88, das ist eben 176 und der Rest ist 44. Füge dann wieder ein 0 dazu und dann muss ich herausfinden, wie viel Mal geht das. Und das war ja hier 2 Mal und 4 Mal und 6 Mal. Und inzwischen ist natürlich 5 Mal. Und das gibt genau 440. Also das ist 5 und dann 5 mal 88, das ist 440 und Rest 0. Das heißt, die Lösung ist x gleich 0,625. Voilà.